Dieses Mal statten wir Renault Trucks in Almaty einen Besuch ab, lassen uns die Zähne reinigen und verirren uns im Großstadtdschungel dieser Millionenstadt. Außerdem fahren wir ganz schnell durch Kasachstan durch, da wir nach Russland gelangen möchten. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Wo geht's hin? Wir fahren zu Volvo Trucks und versuchen dort unser Auto mal durchchecken zu lassen, weil wir sind ja schon so viele krasse Sachen für unser Auto gefahren und wir wollen mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Yes! Hallo und Salam Alaikum aus Kasachstan. Alle holen hier an der Wasserquelle noch ihr Wasser, putzen sich die Zähne, gehen mal duschen. So, jetzt sind wir bei Renault Trucks, Volvo Trucks in Almaty, der früheren Hauptstadt von Kasachstan. Mittlerweile ist die neue Hauptstadt Astana. Genau. Und was machen wir hier, Andi? 30 Minuten warten, dann wollen wir auf die Grube, dann gibt es eine Inspektion, die Leute sprechen kein Englisch und so weiter, aber es geht schon irgendwie mit Hand und Fuß. Sind aber voll nett. Voll nett, ja. Sie haben uns nicht gleich weggeschickt, obwohl sie unser Auto nicht kennen. Und ich darf mit auf die Grube gucken und wir können leider aufgrund der Spurbreite, die wir hinten haben, nicht auf die Grube ganz drauf fahren, weil die nur für LKW-Spurbreiten gedacht sind. Ja, aber immerhin, wir haben ja auch sonst nie Probleme an der Hinterachse, also wird schon alles passen. Ja, und wir haben in der Zeit hier einmal Kaffee gekriegt. Wenn wir wollen, können wir Fernsehen gucken. WLAN gibt's auch und da drüben gibt's eine Kaffeemaschine. Tee können wir uns machen. Wasser ist da. Oh, ich sitze hier und chill in meinem Kaffee. Und dann kommt der Mitarbeiter, der Alexander von Volvo, und hat ein Geschenk für uns. Okay, das ziehen wir doch mal direkt an. Die ist cool. Und was ist hier noch drin? Ja. Tassen. Volvo-Tassen. Die sind voll schick. Und was ist das hier? Und dann gibt es auch noch hier Thermobecher. Ich raste aus. Ja, stehen wir mal heute Nacht vom Bürgermeisterbüro, würde ich sagen. So. Schöne Abendstimmung hier. Und hier sind die Skateboarder, genau vor dem Skateboarder-Verbotsschild. Okay, was machen wir hier? Wir sind beim Zahnarzt. Im Dentalpark. Und wir machen mal einen Check-up und eine Reinigung und mein abgebrochener Zahn wird mal abgeschliffen, damit er nicht so eine scharfe Kante hat. Ja, dann lieber Vorsorge als Nachsorge. Ja. Und außerdem macht's ja so Spaß. Wir sind fertig. Und der Zahn da war abgebrochen und ist jetzt ganz schön abgeschmirgelt. So. Ja, ich kann Ja, auf jeden Fall fühlen wir uns jetzt gut mit unseren Zähnen. Es scheint auch alles in Ordnung zu sein. Wir haben zweimal 48 Euro, insgesamt 98 Euro ungefähr, 97 Euro bezahlt für 2 professionelle Zahnreinigungen. Die waren ein bisschen kürzer als in Deutschland, aber hervorragend trotzdem. Wirklich, machen die sehr, sehr gut. Mhm. Super Praxis, ganz liebe Mitarbeiter, fast alle haben Englisch gesprochen. Ja, super freundlich. Ja. Können wir sehr empfehlen, wenn jemand in Almaty eine Untersuchung braucht oder ja, eine Reinigung, dann ja. Ja, in diesem Haus. Genau. Wie heißt die Praxis? Dental Park. Ja, da muss der Aufwand Der ist aber ein bisschen. Oh ja, der ist scharf. Und da haben wir sehr leckere Käsepommes. Und wir haben noch einen Burger und diese. Ach, der ist der scharfe. Und da ist diese Garlic Creme.
Was machen wir? Ein bisschen an unseren Rechnern arbeiten. Bei Schwimmkaffee. Unser Stellplatz in Almaty. Wir dürfen hier kostenlos parken. Die Polizei hat gesagt, weil wir nicht bezahlen können mit unserer Kreditkarte diesen Parkplatz, müssen wir auch nicht bezahlen. Hier haben wir 2 Nächte geschlafen vor dem Bürgermeisterhaus, vor dem Rathaus. So, so sieht es hier auf der Seite aus. Und drumherum, links und rechts, vorne und hinten, sind lauter Parks. Der mittlere Ring auf dieser Stadt hat 3 bis 4 Spuren. Wenn man das mal in München hätte, das wäre echt gut. Was machen wir hier? Also wir sind zwar aus Versehen öfter mal in Malls, heute wollten wir nur Wäsche waschen, weil es hier einen Wäschesalon gibt. Aber leider ist das total krass, das Teil hier. Hier gibt es einen Wasserpark, den man direkt von der Mall aus rein kann. Und da hinten einen Vergnügungspark in einer riesigen Größe. Und wir stehen in der Fressmeile. Außerdem gibt es hier jedes westliche, Gericht. nein, nicht Gericht, aber hier gibt es ein H&M, hier gibt es einfach jedes Geschäft, was es in Europa auch gibt oder in Amerika. Es gibt Khachapuri in Almaty. Es gibt hier sehr viele georgische Restaurants und wir haben jetzt einfach mal eins in einer Mall. Ja. Und wir sind happy. Unser tägliches Fett und Kohlenhydrate gibt uns heute. Wow, das ist mal ein großer Cappuccino. Dann auch. Ich glaube, ich muss wieder raus. Ja. Okay. Unboxing. Die haben wir 11,40 €. Das sind 2 Menüs, also 2 Pommes und ein extra Burger noch. 2 Nuggets, ein Wrap und 2 große Colas. So, Und hier alles, noch Plastik-Dingsies. alles in gewohnter McDonalds-Qualität, bloß mit anderem Branding. Ja. Also wir sind immer noch in der Kaufhölle. Weil hier gibt es sehr gutes Internet und wir wollen noch ein Video hochladen. Und es sind Schulferien, es ist sehr viel los, es ist Montag. Und hier gibt es sogar einen kleinen Minizug, der die ganzen Kinder durch die ganze Mall fährt. Und jedes Mal, wenn er an uns vorbeifährt, und das ist jetzt schon einige Male passiert, kriege ich es nicht hin, den zu filmen. Peinlich. Jetzt hast du ja doch mal geschafft, es zu filmen. Traumjob. Super. Lecker Tiramisu. Abendstimmung in der Almaty Rush Hour.
So kann Campen in Kasachstan Almaty auch aussehen. Von wir stehen vor dem Rathaus bis hin zu wir stehen vor einer Mall bis hin zu wir fahren in der Abenddämmerung etwas außerhalb auf einen LKW-Rastplatz und zahlen 500 Tenge, circa 1 Euro, um hier die Nacht verbringen zu können. Leistungen gleich 0, aber man steht ganz ruhig und man kann hier stehen und man hört den Lärm der Straße nicht. Ja, hier haben wir heute übernachtet. War eine sehr ruhige, angenehme Nacht. Hier auf dem Truckstop, nette Nachbarn gehabt. Wo sind wir hier? In Quaskelen, eine Ortschaft gleich neben Almaty, westlich davon. Und ein Badminton-Freund, Kollege hat hier seine Kindheit verbracht und wir dachten, wir schauen uns mal an. Ich liebe es, dass hier in Zentralasien überall Pony-Statuen stehen mit irgend so Typen drauf, aber Ponys. Dieses Bild finde ich ganz cool, weil da sieht man quasi das Rathaus von Almaty, Pony mit Adler. Dann haben wir hier einmal so ein Saunaaufgussding und ich glaube, das soll ein Schneeleopard sein. Dann haben wir hier wieder irgendwas Leopardmäßiges mit einem traditionellen Mann, die Berge. Dann haben wir hier Dromedas und einen Apfelbaum. Ah ja, das habe ich ganz vergessen. Almaty ist bekannt für seine Äpfel und seine Äpfelbäume, weil hier in der Vorkriegszeit ein ziemlich talentierter Wissenschaftler war, der die Mission hatte, den Welthunger aufzuhalten durch das Züchten von extrem starken Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Apfelbäume. Und deswegen ist Almaty genau durch diesen Wissenschaftler für seine sehr guten Äpfel bekannt, denn er hat die Bergäpfel hier genommen und gekreuzt, weil die Apfelsorten hier in Kasachstan aus den Bergen sehr, sehr widerstandsfähig waren und hat sie so gekreuzt, dass sie eben mehr Ertrag erbringen. Deswegen ist da auch ein Apfelbaum drauf. Da sieht man dieses Wahrzeichen von Astana, der neuen Hauptstadt. Und das hier geht um die Raumfahrt, nämlich diesen Flughafen, den es in Kasachstan gibt. Der immer noch von den Russen gepachtet wird. Dann irgendwas über die Kriegsjahre, Zweiter Weltkrieg, das offensichtlich irgendwas mit der Vergangenheit im Mittelalter und das da hinten geht wohl irgendwie um... Ja, also man sieht andauernd Menschen auf Pferden, die kämpfen. Und das da hinten zeigt irgendwas von der Seitenstraße, glaube ich, oder zumindest die Hauptverbindung nach Westen. Guck mal, nach hier ist Norden. noch der Timur, also der Genghis Khan. Genghis Khan vielleicht? Ja, der hieß ja früher irgendwie Timur Timis oder so und Genghis Khan ist gar nicht sein Name. Ja. Und da hinten ist nochmal der Steppenadler drauf, oder wie der auch heißt, das Nationaltier. Ah, hier sind die Petroglyphen, die hier auch in der Nähe irgendwo sind. Ja. Genau, der Steppenadler, das Nationaltier, den wir ja zum Glück auch schon mal sehen durften in live und frei. So, jetzt verlassen wir Almaty endgültig und fahren in einem Mammutmarsch Richtung Norden, Richtung Russland. Mal sehen, wie weit wir kommen, wie schnell wir sind, wie lange wir brauchen und wie die Straßen sind. Der erste Stopp auf dem Weg nach Norden ist einfach mal beim Wasser auffüllen und hier gibt es einfach so eine Stelle, wo die großen KAMAZ-Trucks, aber auch wir, unser Wasser auffüllen. Hier kommt einfach Wasser raus und wir saugen es drauf. Und Muri macht jetzt noch einen Eiskaffee. Und hier der letzte Zubereitungsschritt von unserem Eiskaffee. Endlich haben wir auch mal einen Kaffee. Achtung! Oh. Kaffeeshot. Kaffeeshot. Und Andi verkackt's. Und ich muss noch dazu sagen, dass diese Kekspackung gerade leider runtergefallen ist von diesem sehr leckeren Keks. Und dann ist der Keks rausgefallen, so wie man sehen kann. Und jetzt ist er halt leer. Jetzt muss ich es wegschmeißen. Schade auch.
Lecker Eiskaffee. Muss aber noch durchgerührt werden. Okay. Also, weiter geht's. Wasser ist aufgetankt. Wir haben unseren Eiskaffee in unserem neuen Thermobecher von Volvo Trucks Almaty. Und das Navi zeigt an, nur noch 1100 Kilometer bis zur Grenze nach Russland. Ja, also ich würde sagen, Prost! So, auf dem langen Weg nach Norden ist das unser erster Übernachtungsplatz. Ganz nett. Morgens 10:30 in Kasachstan und wir haben Besuch von kleinen Ziegen und Schäfchen. 17.07. und weiter geht unsere lange Fahrt durch Kasachstan. Wir fahren jetzt Nur noch 800 Kilometer Okay. Ja. bis zur russischen Grenze. Wie viel sind es insgesamt gewesen von Almaty bis zur russischen Grenze? 1100. Und ja, bald haben wir bei Jenny die 200.000 Kilometer erreicht. Das feiern wir in Russland. Und wo feiern wir deinen Geburtstag? Das sollte in der Mongolei sein. Juhu. Ihr schreckliches Gesicht. Mit dem Arsch. Sie hatte die Liege desaktiviert und das Verzerrerfeld abgeschaltet. Also die Pferde und Kühe sind noch nicht ganz einverstanden mit der neuen Straße. Oh, sogar ein Fohlen dabei. Sind das nicht Fluchttiere, Miri? Müssen die jetzt nicht fliehen? Ja, aber wenn sie Autos kennen, dann juckt sie das wahrscheinlich nicht so. Hallo du. Egal was das für das ist viel cooler. Ui, der treibt die ganze Herde. Hey, 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 ruft er. Hageln. Ach, Scheiße. Hier sieht man etwas ziemlich Faszinierendes, und zwar sind das fahrende Bienenwagen. Diese Wagen haben ganz viele Bienenkästen geladen und fahren von Stück Land zu Stück Land. Ich habe mich dann immer gefragt, ob sich die Bienen nicht verirren, wenn der Bienenstock immer woanders steht. Nach einem ganzen Fahrtag sind wir jetzt hier angekommen an einem kleinen See mit kleinen Mini-Bergen, wo es sehr, sehr schön ist. Das ist der Stellplatz für die Nacht. Dafür, dass wir gerade richtig nach Russland eilen, haben wir mit unseren Stellplätzen immer so viel Glück gehabt. An diesem Stellplatz konnten wir auch wieder total gut Pferde und auch Greifvögel beobachten. Okay. Здравствуйте.
So, wir füllen heute LPG nach oder Autogas. Anni geht gerade zur Kasse das Gas bezahlen. Und hier kommt dann gleich Gas in den Tank. Hier haben wir übrigens einen Filter für das LPG-Gas, das Dreck aus dem Gas entfernen soll. Keine Ahnung, ob es sinnvoll ist. Wie sieht eigentlich so ein Transittag für uns aus? Was heißt Transittag? Transittag heißt, wenn wir so schnell wie möglich durch ein Land durchfahren möchten, um über eine Grenze in das nächste Land zu kommen. Warum machen wir das gerade? Wir haben Termine. Ja, wie sieht der Tag aus? Wir stehen morgens auf und trödeln, weil wir wissen, dass wir den ganzen Tag Auto fahren werden. Frühstücken, machen noch dies und das, gucken uns nochmal die Umgebung unseres Stellplatzes an und dann fahren wir los, den ganzen Tag. Irgendwann werden wir hungrig und machen Mittagessen, meistens schnelle Mittagessen, sowas wie diese deliziösen, leckeren, schnellen Nudelsuppen. Und natürlich ein Eiskaffee darf auch nicht fehlen. Dann essen wir ganz schnell und danach fahren wir weiter, bis der Tag zu Ende ist. Seit regnet habe ich Seilfett dabei. Und was bringt das Konservierungsmittel, wenn es im Stauraum mitfährt? Das sollte irgendwo verhindern, dass Rost entsteht. Das andere ist Basil, das ist so ein Mittel, was Kriechströme bei Stromleitungen unterbinden soll und Elektrik schützen soll. Vielleicht komme ich da auch ein bisschen an Elektrik ran, mal gucken. Wir sind jetzt in einer der letzten großen Städte vor Russland. Ja, zumindest vor der Grenze, die wir nehmen wollen. Das ist ein kleiner Feldweg. Wir sind nicht so weit weg von der russischen Grenze. Vielleicht noch 1,5 Stunden. Und hier ist unser schöner Übernachtungsplatz. Die Straße ist auch nicht weit weg. Schöne Stimmung hier irgendwie. Mit diesem Gras und der Sonne und den Bäumen. Das war's auch schon für dieses Mal. Beim nächsten Mal reisen wir nach Russland und sind fast zu Tränen gerührt über die wunderbare Gastfreundschaft der Menschen dort.